Welcome back to the channel, everybody. For those of you who will recall, the last two videos that we've made that were reaction videos were concerning an original video made by a woman named Brittany, who had some things to say about the child pornography laws here in Germany. I had some things to say in response. However, you might recall that in those videos, she talked about a man by the name of Dieter, and she said that he was celebrating in Germany the fact that the law was changed and that he's advocating for the legalization of sex with children of all ages. And in my reaction videos, I said that that's nonsense. And I said that she needed to give Dieter the opportunity to speak for himself. Well, lo and behold, I went and found Dieter Giessking. I happen to know him. And here we are in a park in Stuttgart, Germany, and I'm going to put some questions to him, and I'm going to let him answer for himself, something Brittany wasn't willing to do. So hello everybody and welcome back to the channel. This is going to be a really unusual video because here I am in downtown Stuttgart with my good friend Dieter, who's going to speak for himself in just a second. You'll recall that I made two reaction videos to this young lady named Brittany who was talking about some laws in Germany, saying that the German Bundestag, the legislature, made child pornography legal, that it was all good. And then she had some things to say about how certain people in Germany were celebrating. And, you know, the pedophiles in Germany were celebrating, and she mentioned a man by the name of Dieter Giessking. Yes. This is Dieter Giessking. Hello. There is no this is Dieter Giessking. Hello. There is no chance that when Brittany made her video, that she would think that I would see it and react to it, or that I would personally know this man. I offered the opportunity to Dieter. Say hi, Dieter. Hello. And Dieter said he would be more than happy to respond. And here we are sitting in a park in Stuttgart, Germany. And I'm going to pose some questions directly to my friend Dieter and let him answer for himself. As I pose each question, I'm going to remind you what Brittany said. Bist du bereit? Yes. Okay. Word of note, Dieter doesn't speak much English at all, so we're going to conduct this interview in German, so I will apologize in advance for my bad German. And we're going to do an awful lot of subtitling, I think, at the bottom of this video. So, here we go. Hast du schon die Filme gesehen, diese YouTube-Videos von Brittany? Ja, ich habe mir das Video von Brittany angeguckt und auch dein Video habe ich natürlich mit deinen Kommentaren auch schon angesehen. Okay. Und natürlich muss ich auch auf Deutsch sprechen. Und tut mir leid, wenn meine Fragen nicht klar sind oder wenn ich etwas falsch sage, kannst du mir sofort sagen und ich werde es korrigieren. Das ist kein Thema. Okay. So, Brittany hat gesagt, dass in Deutschland Child Pornography ist gesetzlich. Ja oder nein? Kinderpornografie ist weiterhin, auch nach den Strafrechtsveränderungen, Verschärfungen und Rücknahmen, immer noch illegal. Es ist so, dass die Mindeststrafe gesenkt worden ist, wie es vorher auch schon war. Und zwar werden jetzt die Täter nicht mehr zu einer Mindeststrafe von einem Jahr verurteilt, sondern der Strafmaß liegt unterhalb von einem Jahr. Und die Staatsanwaltschaften und Gerichte können auch Strafbefehle verhängen. All das war vorher nicht möglich. Da musste die Justiz bei nur einem einzigen Bild eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verhängen. Und das haben alle Beteiligte, wie Politik, auch Gutachter und Sachverständige, haben also gesehen, dass das so nicht gehen kann, und deswegen gab es diese Strafrechtsreform. Und könntest du für uns erklären, gibt es verschiedene Sorten von Pornografie? Ja, in Deutschland unterscheidet man sozusagen zwischen Kinderpornografie, alles was unter 14 Jahre ist, Schutzalter 14 Jahre. Und dann gibt es den 184, da gibt es von Jugendpornografie, das ist von 14 bis 16 bzw. 18 Jahre hinaus. Das sind Strafmaße, sind unterschiedlich. Und in ihrem Video hat sie gesagt, dass du hast gefeiert, du und alle deine Freunde, alle die Pädophilen in Deutschland haben gefeiert,
dass Kinderpornografie ist jetzt legal. Ja oder nein? Nun, gefeiert haben wir nicht, aber wir haben mit allen anderen Betroffenen, die nicht alle pädophil sein müssen, zum Beispiel auch Lehrerinnen, die einfach nur der Justiz helfen wollten, waren natürlich froh und auch die Justiz wird dadurch entlastet, wenn dieses Mindeststrafmaß jetzt nicht mehr bei 1 Jahr liegt, sondern bei 6 Monaten, weil dann auch Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt werden können. Okay. Und Brittany hat auch gesagt, dass es ist ein Ziel, dass wir werden die Schuldalter absenken, oder? Schutzalter, das Schutzalter wegfallen lassen, das nein. Okay, könntest du das erklären, bitte? Ja. Also es ist schon richtig, dass wir die Herabsetzung der Schutzaltersgrenze von derzeit 14 auf 12 Jahre fordern und dadurch zu einem Antragsdelikt machen, was bedeutet, dass der Junge oder das Mädchen oder die Eltern sozusagen selbst einen Strafantrag stellen müssen, wenn es strafrechtlich verfolgt wird. Wenn niemand einen Strafantrag stellt, und das ist bei einvernehmlicher Sexualität grundsätzlich immer so, dann wäre das automatisch dadurch legal. Es gibt in den Niederlanden, gab es vor vielen Jahren eine solche Gesetzgebung, ja, die sich über viele, viele Jahre bewährt hat, aber dann leider wieder abgeschafft werden musste aufgrund einer EU-Richtlinie, wo alle Staaten der Europäischen Union verpflichtet worden sind, einheitliche Gesetze zu schaffen. Und dann hat auch die Niederlande die Schutzaltersgrenze gleich auf 16 Jahre hochgesetzt. In Deutschland liegt diese Schutzaltersgrenze, wie gesagt, bei 14 Jahren. Und glaubst du, lass uns sagen, dass wir das Gesetz oder die Schuldalter ändern und es ist legal für eine 12-jährige Sexualhandlung zu machen. Glaubst du, dass eine 12-Jährige die richtige Entwicklung schon gemacht hatte? So könnte er eine gute Entscheidung treffen oder was denkst du? Also ich und wir, meine Freunde und so weiter, die glauben natürlich fest daran, wissen es eigentlich auch, dass auch ein 12-jähriger Junge oder eben halt Mädchen einvernehmlich sexuellen Beziehungen zustimmen können und deswegen fordern wir das. Natürlich muss man gleichzeitig dazu sagen, dass das natürlich auf politischer Ebene unrealistisch ist. Es wird wahrscheinlich im Bundestag dafür keine politische Mehrheit geben. Trotzdem ist es natürlich legal und auch demokratisch, dass ich hier oder wir hier solche Forderungen stellen können. Ja? Das ist Demokratie, davon lebt die Demokratie, dass jede Interessengemeinschaft seine Forderungen zum Beispiel in Form einer Petition in den Deutschen Bundestag einbringen kann. Und das habe ich ja schon zweimal bei anderen Themen so gemacht. Glaubst du oder was ist deine Meinung? Sollte eine amerikanische Frau eine Meinung über die deutsche Gesetz halten oder sollte sie nur über den USA denken? Also ich glaube schon, ob Frauen und auch Männer können sich natürlich auch in den USA oder überhaupt weltweit Gedanken darüber machen, wie die Gesetzgebung in den einzelnen Staaten zum Beispiel ist. Ja? Nur vorrangig sollte natürlich die Gesetzgebung in dem Land sein, wo man wohnt, weil man dann direkt davon betroffen ist. Okay. Weißt du schon oder hast du eine Meinung über Brittnys vorheriger Beruf? Was die Brittany vorher beruflich wohl gemacht hat, habe ich natürlich in beiden Videos, die ich gesehen habe, auch gesehen. Und da stellt sich bei mir natürlich schon die Frage, dass da so ein Sinneswandel plötzlich auf einmal stattgefunden hat, wo sie selbst sozusagen in der Pornobranche unterwegs war und eigentlich wissen müsste, dass man das mit der Altersgrenze und überhaupt die Sexualität, dass das nichts Böses ist, sondern erstmal was Positives darstellt. Ja. Hast du etwas direkt an Brittny, willst du etwas Besonderes an Brittny sagen oder ist es alles dir egal? Nun, die Brittany wohnt ja in den USA, aber wie gesagt, ich habe natürlich auch viele Kontakte zu
Gefangenen zum Beispiel im Rahmen meiner Gefangenenhilfe in die USA. Und die USA ist ja, sagen wir mal, vieles, was in den USA passiert, kommt eigentlich auch nach Europa und dann nach Deutschland rüber. Aber wie gesagt, in bestimmten Punkten ist es besser, wenn die Gesetzgebung so bleibt, wie sie hier in Europa ist und in Deutschland ist und nicht so wird wie in den USA, wo es ja praktisch die Schutzaltersgrenze in Anführungszeichen bei 18 Jahren liegt. Ja, in den USA ist es ja so, dass Kinder bis zum 18. Lebensjahr zählen, was ja nun gar nicht geht, ja, weil es gibt ja Abstufungen von 18, 16, 14, 12. Das muss eigentlich auch in die Gesetzgebung der USA eingehen. Könntest du für uns kurz erklären den Unterschied zwischen Bilder mit Nacktheit und Sexualhandlung? Ja, also bei der Kinderpornografie, also mit Darstellern unter 14 Jahren, mit oder ohne Erwachsene, egal, ist grundsätzlich immer alles strafbar und das wird auch immer alles strafbar bleiben. Aber der Gesetzgeber hat in Deutschland den Straftatbestand zum Beispiel der sexuellen aufreizenden Posing, also Posing-Aufgaben, wo überhaupt gar nichts, keine sexuelle Interaktion stattfindet, sondern einfach nur Posing-Aufnahmen sind. Wenn der Junge sich so bewegt oder so bewegt, das gilt neuerdings auch schon als Kinderpornografie und das halten wir eigentlich nicht für richtig, weil niemand durch solche Aufnahmen geschädigt wird. Ich glaube, ich habe keine andere Frage, aber hast du Frage oder glaubst du, dass ich sollte eine besondere Frage stellen? Also ich habe jetzt im Umkehrschluss keine Fragen an dich in dem Sinne. Ich weiß ja, dass du auch ziemlich aktiv bist und ich finde das gut, was du machst. Du hast ja auch schon vieles über diese Thematik gebracht und wenn ich mich richtig erinnere, hattest du ja auch mal Klagen eingereicht. Ich weiß aber jetzt nicht, was daraus geworden ist. Da kannst du ja vielleicht bei der Gelegenheit auch was zu sagen. Ja, also ich bin Inhaber der Webseite K13 Online und wer also mehr Informationen haben möchte von mir, kann natürlich im Impressum steht die E-Mail-Adresse redaktion@k13.org jederzeit mit mir Kontakt aufnehmen und wir können dann uns über Sachthemen unterhalten oder uns telefonieren oder über Teams sprechen oder persönlich treffen. Ich bin jederzeit bereit, mich so einer kritischen Diskussion zu stellen. I hope that you really enjoyed this video, and I really appreciate you giving Dieter a chance to speak for himself, and I really apologize for my really bad German. But it was really important to us to film this publicly because we believe that all these topics need to be discussed publicly and that people should be free to share their political opinions. And now my English is failing. And so that's exactly what we did. We are not hiding what we're talking about because facts and truth should never be hidden. They should be brought right out into the daylight and discussed rationally as an adult. Even if you don't agree with the other person's position, even if you don't hold the other person's position, you at least need to be willing to hear it out. So thank you for joining us. I hope you really enjoyed this, and I'm absolutely looking forward to reading your comments down below. Until next time, my friends, cheers.